Hallo, hier ist Andrea von 10 Talente. Wenn du lernen möchtest, wie man diese Ohrringe macht, dann bleib dran. Sie passen sehr gut zu dieser Kette und zu dem Anhänger. Link habe ich dir oben eingeblendet. Im nächsten Video zeige ich dir dann, wie du diesen originellen Schiebeverschluss passend zu dem Anhänger machen kannst. 2 50 cm Fäden zur Mitte falten und oben einklemmen. Drei abwechselnde Halbschläge und einen doppelten Halbschlag machen. Das kleine Würmchen um 180 Grad wenden und nochmal 3 Halbschläge und einen doppelten machen. Dabei musst du in die Richtung zuerst knoten, in die dieser senkrechte Faden runterläuft. Also genau in die andere Richtung beginnen, in der der Faden vorher herausgeguckt hat. Der Knotfaden muss dabei immer unter dem Leitfaden auf die andere Seite durchtauschen. Einen Ohrhakenrohling auf das Würmchen fädeln. Das Würmchen unten links über rechts zu einem Auge schließen. Rechts und links die 30 cm Fäden mit einem doppelten Anker aufknoten, aber nicht mittig, sondern der obere Faden soll 8 cm lang sein. Die beiden Leitfäden wieder links über rechts schließen. Die obersten 4 Fäden klemme ich erstmal aus dem Weg, dann siehst du besser, was ich mache. Jetzt werden die beiden 40 cm Fäden mit einem doppelten Anker auf beide seitlichen Fäden draufgeknotet, auch wieder nicht mittig, sondern der obere Faden ist 10 cm lang, der untere 30 cm. Diesmal zeigen die Fadenenden nach innen.
Der längere der beiden Fäden knotet jetzt um den kürzeren einen doppelten Halbschlag nach außen. Jetzt habe ich nur noch einen Leitfaden. Dann macht dieser Knotfaden nochmal 3 Halbschläge und einen doppelten. Auf der anderen Seite machen wir jetzt das gleiche spiegelverkehrt. Ich fädle auf einen der beiden mittleren Fäden eine kleine Perle, führe den anderen mittleren Faden unter der Perle durch, nehme den rechten Leitfaden, biege den um die Ecke und der Perlenfaden wird darauf geknotet mit einem Rippenknoten. Dann nehme ich den linken Leitfaden und der Faden, der unter der Perle kommt, wird auf diesen linken Leitfaden drauf geknotet. Dann beide Leitfäden zuknoten, links über rechts. Einen doppelten Halbschlag mit dem rechten langen Faden um den zweiten kürzeren Faden machen. Anschließend 6 abwechselnde Halbschläge. Und einen doppelten Halbschlag. Eine Stecknadel als Widerlager neben das Würmchen stecken und das Würmchen an diesen freien Faden anknoten.
Manchmal braucht so ein Würmchen noch eine kleine kosmetische Behandlung, wenn eine Schlaufe so dick ist oder hoch steht. Dann hat man manchmal zu fest am Würmchen gezogen und den vorletzten Faden eingequetscht, oder die beiden neuen Schlingen waren nicht fest genug. Das muss man korrigieren, bevor man weiter knotet, denn nachher lässt es sich nicht mehr korrigieren. 4 abwechselnde Halbschläge um diesen kurzen Leitfaden herum machen. Und ein doppelter Halbschlag Richtung links. Der kurze Leitfaden wird jetzt zum Knotfaden und knotet auf den ganz rechten Faden einen doppelten Halbschlag. Der muss nicht sofort ganz runtergeschoben werden. Das kann man auch machen, wenn der Knoten fertig ist. Neun abwechselnde Halbschläge machen, danach einen doppelten Halbschlag nach außen. Das Würmchen wird wieder dicht an die Perle dran geknotet. Der Leitfaden bleibt der gleiche. Ich mache mit dem letzten Knotfaden wieder 4 abwechselnde Halbschläge und einen doppelten Halbschlag auf den gleichen Leitfaden. Als ich den ersten Ohrring geknüpft habe, war ein Faden zu kurz, der ganz rechte. Dann musste ich ein Stück Würmchen nochmal aufmachen und einen neuen Faden einfügen. Ich zeig dir mal, wie das geht. Wenn du ein Würmchen aufmachen musst mit einem durchgehenden Leitfaden, dann liegen ja die Knotfäden um diesen Leitfaden herum und lassen sich verschieben. Das kannst du dir beim Aufmachen zunutze machen, indem du einfach den Leitfaden herausziehst. Ich mache noch die letzten 3 Halbschläge mit diesem kurzen Faden auf.
und mache einen dann nochmal nach außen, weil ich ja immer am Schluss mit einem Faden 2 in die gleiche Richtung mache, damit die Schlingen unter dem Würmchen zu liegen kommen. Dann knote ich den neuen Faden senkrecht an. Dann knote ich ganz normal nach der Anleitung weiter, indem ich dieses Würmchen anknote und dann meine 4 Halbschläge und den doppelten Halbschlag mache. Nach diesem kleinen Exkurs geht es jetzt wieder weiter mit dem Ohrring Nummer 2. Das Würmchen wird jetzt wieder genauso zur Schnecke gebunden wie das obere Würmchen. Es folgen 3 abwechselnde Halbschläge und ein doppelter Halbschlag nach außen. Und dann wird dieses kurze Würmchen an diese beiden unteren rechten Fäden angebunden. Jetzt wiederholst du das alles auf der linken Seite. Ich zeige es nochmal, aber in einem Schnelldurchlauf. Es würde mich mal interessieren, ob das überhaupt jemand braucht, die zweite spiegelbildliche Seite. Schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ich das nicht in Zukunft einfach weglassen kann und ob das nicht jeder selber hinkriegt. Bei dieser Halbschlagskette habe ich leider einen Fehler gemacht und 2 zu viel gemacht. Das hat man nachher beim fertigen Ohrring gesehen. 2 Halbschläge machen viel aus.
Jetzt knote ich diese beiden letzten Leitfäden mit einem Rückwärtsknoten zusammen. Dafür beginne ich ganz normal links über rechts, aber dann ziehe ich den Knotfaden stramm. Das gleiche mache ich zweimal. Jetzt kannst du alle Restfäden abschmoren bis auf die unteren beiden und die einzelnen seitlichen Fäden, wenn du darauf Perlen drauf machen möchtest. Das muss man nicht, aber mir hat es so gefallen. Perlen auffädeln geht besser, wenn man den Faden vorher über Wachs zieht. Hier darfst du jetzt ausnahmsweise mit einer offenen Flamme schmoren. Ich bin gespannt, was ihr aus diesem Tutorial macht und freue mich über eure Fotos, die mich manchmal über Instagram oder Facebook erreichen. Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Projekt.